How can I go on when you leave me, baby? Falling in love goes straight to your heart and your soul, losing control. Du hast die Platinkarte für den Escort-Service, für den ich arbeite. Du kaufst dir Frauen zum Spaß. Aber für mich ist das kein Spaß. Wenn ich den Job verliere, dann kann ich das Geld für die Behandlung meiner Mutter nicht mehr bezahlen. Dann schafft sie es vielleicht nicht. Verstehst du das? Das ist meine Mutter. Du hast es verdient, glücklich zu sein. Ich wünschte, Ansgar könnte dieser Mann für mich sein. Aber er ist es nicht. Als der Unfall passiert ist, da hat sie Unterlagen gesucht. Sie hat sich abgeschnallt und ich habe nichts dagegen getan. Ich hätte verhindern können, dass sie stirbt. Hallo, Herr Helmke. Herr Wolf. Ich möchte Sie bitten, ob Sie mir die Details zu dem genauen Unfallhergang noch mal schildern könnten. Ihr Mann hat den Unfall verursacht, der meiner Frau das Leben gekostet hat. Ich möchte meiner Tochter klarmachen, dass sie keine Verantwortung trägt. Der einzig Schuldige an diesem Unfall ist der Mann dieser Frau. Ich hab's nur gut gemeint. Gut gemeint. Und dann redest du so mit dieser armen Frau? Ja, weil ich dir helfen wollte. Damit du dir keine Vorwürfe machst. Dass deine Mutter gestorben ist bei dem Unfall. Das ist nicht deine Schuld. Ja, aber auch nicht ihre. Aber ihr Mann... Hör auf damit! Es tut mir wirklich so leid, das mit ihrem Mann und... Es ist besser, wir gehen jetzt. Ich habe echt nicht gewusst, dass es so schlimm ist. Ich muss hier weg. Kim! Let the show begin. Let the coats roll. It's a light to be found in this world. And now I see. Michael, Mustafa, ihr fahrt noch mal zurück in die Firma. Wir brauchen noch mehr Zement. Packt mal so 10, 12 Säcke ein, ja? Da müssen noch Bretter für die Verschalung geschnitten werden. Machst du das, Bella? Klar. Jo. Und ihr könnt dann gleich weitermachen mit der Verschalung. Lichten Zahn zu, morgen soll es regnen. Ja, Chef. Ja? Was denkt die Knalltüte, dass wir dabei einschlafen? Fünf Bier für die Männer vom Sägewerk. Kennst du, oder? Denkst wohl, sie kommt vom Mars? Ich glaube, den hat mein Opa sogar schon von seinem Opa gehört. Ja, Klassiker eben. Sind die Besten. Muss ich wissen, bin ja selbst einer. Ich mach mal weiter. Ja, aber pass gut auf. Wäre gerade in deinem Fall besonders schade drum. Ja? Gelernt ist gelernt. Ich komme gleich wieder und zähle nach, ob noch alle dran sind. Das fällt unter meine Aufsichtspflicht als Chef. Das hättest du wohl gerne. Na, alles klar, Andi? Ja, ich weiß Bescheid. Okay, jetzt noch mal ganz langsam. Ich habe nichts verstanden. Was war mit der Frau, dem Friedhof und deinem Papa? Er hat die Frau so fertig gemacht, ohne jede Rücksicht. Ja, wahrscheinlich steht er immer noch unter Schock. Wenn Leute unter Schock stehen, machen sie Sachen, die sie später bereuen und gar nicht wollen. Ja, ich weiß. Ich hab's ja noch verstanden, als er bei der Beerdigung nicht mitgeplant hat, weil er fertig war. Oder sogar noch, als er die Trauerfeier verlassen hat. Aber wie weit soll das denn noch gehen? Bist du nicht gerade ein bisschen streng mit ihm? Er hat seine Frau verloren. Ja, und ich, Dana Marlene, unsere Mutter. Aber wir rennen auch nicht rum und dessen irgendwelche trauernde Witwen. Ich mach dir mal einen Burrito vegetarisch. Was ist denn passiert? Wo ist Papa? Ich dachte, ihr wolltet den Tag zusammen verbringen. Papa dreht komplett durch. Was ist passiert? Dann leg mal los. Und spar dir bitte deine Endlosmonologe. Was denn? Schlechte Laune? Dabei müsstest du doch gerade im 7. Himmel schweben, jetzt wo deine Herzdame wieder frei für dich ist. Du kannst die Stehgeige gerne wieder einpacken. Trouble in Paradise?
Ich weiß, dass Tanja eure Hochzeit nicht absagen wollte. Nein. Ansgar, bitte auch mit den Spielchen. Wahrscheinlich hast du es auch noch mit Absicht so eingefädelt, dass ich euer Gespräch mit anhören konnte. Warum sollte ich sowas tun? Ich habe mir so viel Mühe gegeben, euch beide wieder auf den rechten Pfad zu führen. Du wolltest sie loswerden. Weißt du, ich finde, du und Tanja, ihr gehört einfach zusammen. Okay, sie ist manchmal ein bisschen schwierig im Umgang, aber ich finde wirklich, du solltest eure Liebe noch mal eine Chance geben. Und ich finde, wenn du dir nur ein bisschen Mühe gibst, kannst du richtig romantisch sein. Auch wenn es dich überrascht. Selbst ich habe ein Herz. Schön, dass wir das geklärt haben. Und bevor du mir jetzt auch noch aus dem Tagebuch vorliest, kommen wir doch bitte ganz schnell zum Geschäftlichen. Die ganze Wäsche auch noch bis morgen aufbügeln? Hallo? Ich arbeite direkt beim Zirkus. Ja, manchmal möchte ich auch Positionen tauschen. Dann sagst du was. Nehmen wir uns verständlich vor, aufzuhören. Aber Morgen ist auch noch ein Tag. genau. Hast dich aber vorher Tag oben liegen lassen. Warte mal. Ich habe hier irgendwo noch Streichhölzer. Wow. Wie wär's mit Finderlohn? Wieso steht denn der Ansgar von Lahnstein drauf? Ja. Ein Bett kann auch ein Fahrstuhl sein. Deine Bügelmuse, die sieht gar nicht mal übel aus. Rebecca sagt übrigens, dass sie mit dieser Pelzkollektion gut vorankommt. Jetzt verstehe ich das auch. Positionen tauschen. Blödsinn. Ich war vorhin auf der Bank. Ich muss doch noch die Reparatur von meinem Wagen bezahlen. Was hat der Chef damit zu tun? Irgendwohin muss ich ja das Geld ja tun. Und da habe ich noch den Briefumschlag von meiner Kündigung in meiner Tasche gefunden. Ach so. Die sieht sogar richtig gut aus. Ich frage mich, warum die keine Bikinis vorführt. Lass das mal lieber mit den Macho-Sprüchen. Das funktioniert nur bei richtigen Männern. Mein erster Chef, der hätte gar keine Frau auf dem Bau eingestellt. Ne? Da hat sich mal eine beworben, die durfte dann auch einen Tag Probe arbeiten. Was der die gescheucht hat. Klingt nach einem ganz schönen Arschloch. Nee, der hatte auch seine guten Seiten. Wie alle Tyrannen. Aber ich bin froh, dass die Zeiten sich geändert haben. Sonst wärst du jetzt nicht hier. Du, ich bräuchte da mal eben Nachschub mit den Brettern. Hilfst du mir? Ja, klar. Man kann es halt nicht mit den Jungs machen. Da muss Bella doch jetzt nicht hier so schwer schleppen. Bin auch nicht erst seit gestern auf dem Bau. Kunde droht mit Auftrag. Herr Langer! Der Typ hängt ja an dir wie eine Klette. Vor allem redet er wie ein Wasserfall. Zu mir sagt er nur morgen und tschö. Ich leine dir einfach mal ein bisschen aus. Ich kann eh keine Baustellenwitze mehr hören. Sag mal, Bella, ich habe einen Sonderauftrag für dich. Er muss gleich raus zu einem Kunden, der ist ein bisschen schwierig. Ich will, dass du dabei bist. Ich bin aber mit den Brettern noch gar nicht fertig. Ich kann damit kommen. Ich komme sehr gut mit Langer klar. Frank wird für dich übernehmen. Ich brauche dein weibliches Fingerspitzengefühl. Bin am Wagen. Okay. Was denkt der Gorilla eigentlich? Wenn einer mit Langer gut auskommt, dann bin ich das. Andi, das ist bestimmt nicht einfach für dich jetzt hier als Angestellter, aber Heiner Lixbo hat nun mal Brandenburg von dir gekauft. Darum geht's doch gar nicht. Der Idiot hier hat einfach keine Ahnung. Ich muss los. Hey, Olli, was gibt's denn? Andi, du musst sofort nach Hause kommen. Wir haben Besuch. Hey, stellen Sie das sofort wieder hin. Das lässt du besser, Andi, sonst hast du gleich noch mehr Ärger an der Backe. Habt ihr eine Ahnung, was die gekostet hat? Warum habt ihr den Typen überhaupt reingelassen? Weil die sonst mit der Polizei wiedergekommen wären. Erklär uns lieber mal, warum die deine Sachen überhaupt beschlagnahmen. Keine Ahnung, woher soll ich das denn wissen? Na, wer, wenn nicht du? Du musst mindestens 2 schriftliche Mahnungen und einen gerichtlichen Bescheid ignoriert haben. Ja, kann sein, dass da mal was war, aber für so einen Finanzkram habe ich auch nicht immer die Zeit. Das ist doch nicht mein DVD-Player. Entschuldigung, aber können Sie den vielleicht... Ich dachte, nach dem Verkauf vom Brandnerbau hast du alle Rechnungen bezahlt. Ja, habe ich auch gedacht. Tristan wollte mir die ganzen Schulden erlassen. Bis jetzt. Wie gesagt, der Fernseher gehört mir. Sind Sie Herr Andreas Fritzsche? Sagen Sie Tristan von Lahnstein, dass ich total blank bin. Der hat Sie doch geschickt, oder nicht? Andi,
Der Gerichtsvollzieher wird vom Amtsgericht beauftragt. Ja, aber am Ende steckt der Arsch doch dahinter. Also wenn Sie mir das bitte hier kurz quittieren würden. Sie besitzen ein Fahrzeug? Nee, der Mustang ist von meinem Bruder. Kim? You could have it all. Kim? You could pawn it off. You could learn to crawl where you used to walk. And only burning vanities. You could tell a tale. You could sell it all. You could find a grave. Ja? Eva, Hier, das wollte ich dir nur eben geben. was ist das? Die erste Rate für die Behandlungskosten meiner Mutter. Ich habe dir doch gesagt, dass ich das Geld nicht zurück will. Und ich habe dir gesagt, dass ich das nicht akzeptieren kann. Morgen müsste ich dir noch mal so viel geben können. Moment mal, soll das heißen, du willst heute Nacht noch? Ein Stammkunde unserer Agentur. Er hat gleich die ganze Nacht mitgebucht. Dann sag ihm ab. Bitte. Ansgar, das hatten wir alles schon. Ja, und ich bleibe dabei. Du musst das nicht tun. Nicht für lumpige paar tausend Euro. Siehst du? Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. In meiner Welt ist es viel Geld. Das muss man sich verdienen. Indem man sich prostituiert? Ich habe eine Entscheidung getroffen, Ansgar. Dann entscheide dich um. Ich sorge für dich. Ich tue alles für dich. Aber gib endlich diesen Job auf. Bis morgen. Hallo? Hi. Musst du gar nicht arbeiten, Marlene? Tja, ich dachte, dass ich hier dringender gebraucht werde. Wo ist denn eigentlich Tommy? Der ist bei Dana. Elisabeth kümmert sich um Max. Wollt ihr einen Kaffee? Ich wollte gerade einen machen. Kaffee. Ich mach das. Komm. Kim, mir das vorhin auf dem Friedhof gelaufen ist, das tut mir leid. Ich sehe doch, wie du dich quälst. Weil du dir einredest, dass du irgendetwas anderes hättest machen können. Ich dachte, wenn dir jemand Fremdes sagt, dass du keine Schuld hast, dass du es dann vielleicht glaubst. Das war total daneben. Kim, Papa hat zugegeben, dass es ein Fehler war. Jetzt lauf doch nicht gleich weg. Ach, und jetzt ist alles wieder in Ordnung, oder was? Du warst nicht dabei, wie Papa seinen Frust an dieser armen Frau rausgelassen. Ich hab nicht meinen Frust. Papa wollte dir helfen, Kim. Ja, es ist schiefgegangen. Für dich ist doch alles okay. Hauptsache, du kannst dich wieder als Familienmanagerin aufführen. Kaffee kochen, Särge bestellen. Kim! Ja, ich war dabei, als Mama gestorben ist. Und ich konnte nichts tun, nichts. Kim! Papa, Lass, Marlene. Lass es. Ich möchte, dass es jetzt geht. Lass mich bitte in Ruhe.
du dich eigentlich auf? Das ist das übliche Prozedere, wenn man seine Schulden nicht bezahlt und auf keine Mahnung reagiert. Dieser Beamten-Heini hat meinen DVD-Player, meine Anlage und mein Sparschwein mitgenommen. War wahrscheinlich das Highlight des Tages. Wie auch immer, das Ganze ist nicht mein Problem. Ist ja klar, dass dich das nicht interessiert. Du sitzt ja auf deinem fetten Schloss und nimmst dein tägliches Goldbad. Auch wenn es nicht in dein bescheidenes Weltbild passen mag, aber 350.000 € sind keine Kleinigkeit. Hast du wirklich geglaubt, dass ich dir das Geld einfach so schenke? Du hast es Bella versprochen. Das mit Bella und mir ist leider vorbei. Bleib's a bitch. Mann, mir steht das Wasser aber bis zum Hals. Du hättest einen wesentlich höheren Preis für Brandnerbau erzielen können. Aber du hast lieber den netten Onkel für deine Mitarbeiter gespielt, um ihre Arbeitsplätze zu retten. So viel zum Thema Anstand zahlt sich aus. Du mieses Dreckschwein. Zum Glück hat Bella das noch frühzeitig geschnallt. Der Vorteil für alle Beteiligten ist, dass ich jetzt keine Rücksicht mehr auf Bellas sozialromantische Ader nehmen muss und mich ganz darauf konzentrieren kann, das Geld, das ich in deiner Firma versenkt habe, wieder reinzuholen. Und ich habe auch keine Ahnung, was sie jemals an dir gefunden hat. Aber ich weiß, was sie an dir findet. Du bist ihr kleines, privates Hilfsprojekt. Der ewige Loser, um den sie sich immer wieder aufs Neue kümmern kann. Was mache ich hier überhaupt? Wahrscheinlich wolltest du mir den Schlüssel für deinen Mustang bringen, oder hat denn auch schon der Gerichtsvollzieher? Pass mal auf, meinen Mustang kriegst du nur bei meiner Leiche. Irgendetwas sagt mir, dass du dir diese Einstellung nicht mehr lange leisten kannst. Jasmina, der Name passt zu Ihnen. Vielen Dank. Was ist das eigentlich für eine Soiree, von der Sie eingangs gesprochen haben? Sie machen mich neugierig. Das hatte ich gehofft. Ich habe gehört, dass Sie Opern lieben. Sehr sogar. Das freut mich. Dem Gastgeber des heutigen Abends ist es gelungen, eine der weltbesten Sopranistinnen zu gewinnen. Ich habe sie letztes Jahr in Verona gehört. Einfach einzigartig, sage ich Ihnen. Falls jemand fragt, haben wir uns auch dort kennengelernt. Der besondere Ort, den Sie mir unbedingt zeigen wollten? Ich war immer nur alleine hier. Bis heute. Jetzt ist es wirklich ein besonderer Ort. Jasmina, haben Sie zugehört? Wie bitte? Ah, ja, natürlich. Wenn jemand fragt, wir haben uns in Verona kennengelernt. Mein Vater arbeitet in der Ölbranche und ich habe lange im Ausland gelebt. Gott, nochmal, musst du dich so anschleichen? Ich habe geklopft. 2-mal. Ja, dann warte gefälligst, bis ich dich reinbitte. Was gibt's denn? Die Stiel hat ein paar Zahlen aus Riga geschickt. Eine grobe Auflistung der Kosten. Da dachte ich, das könnten wir doch zusammen mal durchschauen. Aber ich sehe schon, du fühlst dich im Moment nicht so gut, oder? Mir geht's bestens. Gut, über das Protokoll des heutigen Abends haben wir hinlänglich gesprochen. Und nach der Soiree fängt für uns der gemütliche Teil der Nacht an. Bis heute Abend. Du siehst ja richtig elend aus. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass du mal mit jemandem redest. Vielleicht mit Tanja. Ihr steht euch doch sehr nah. Kannst du vielleicht einfach mal die Klappe halten? Ich habe ja keine Ahnung, worum es geht. Hier mit extra viel Salat, so wie du ihn magst. Sei mir nicht böse, aber ich bekomme keinen Happen runter. Weißt du, das mit den Fotos, vergiss es, es war ein Unfall. Also,
Mit dem... Es ist ja nicht nur das. Papa sitzt den ganzen Tag depressiv zu Hause rum. Ich habe mit Marlene Stress. Dabei wollte sie einfach nur zwischen Papa und mir vermitteln. Ich habe echt das Gefühl, kaum ist Mama nicht mehr da, da bricht alles zusammen und ich bin daran schuld. Ach, Vicky. Ich vermisse dich so. Hier läuft alles aus dem Ruder ohne dich. Die Kinder und ich. Wir brauchen dich. Na, kleiner Schatz? Ich hoffe nur, du kriegst nicht allzu viel von diesem ganzen Schlamassel hier mit. Hast du Kopfschmerzen? Du musst ein bisschen auf dich aufpassen. Um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Kim wird das alles schon irgendwie verarbeiten. Kommt ganz darauf an, welche Trauertherapien sich Papa noch so einfallen lässt. Was hat er sich nur dabei gedacht? Der weiß einfach nicht weiter. Ich meine, genauso wie wir alle. Ich weiß ja auch nicht, wie ich Kim trösten soll. Ich auch nicht. Was hat die Mama denn jetzt gemacht? Mama hätte gesagt, seid für sie da, habt Geduld mit ihr und legt nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Jetzt mache ich Papa und Marlene das Leben noch schwerer. Kim, jetzt hör mir mal zu. In Familien kommt es vor, dass man ungerecht ist, dass man sich Sachen an den Kopf wirft, die man gar nicht so meint und später bereut, aber das ist normal. Man vergisst auch wieder und verzeiht einander. Außerdem seid ihr eine ganz besondere Sippe. Mensch, ihr seid das Wolfsrudel. Ihr steht in jeder Situation, so schwer sie auch ist, zusammen. Und das sagst du nicht nur, um mich zu trösten? Jetzt hör doch mal auf, dich selber fertig zu machen. Oder glaubst du wirklich, Victoria hätte das so gewollt? Hm? Ich habe gedacht, es ist leichter, wenn ich Erklärungen finde. Wenn ich einen Verantwortlichen habe. Aber Kim hat recht. Ich habe alles viel schlimmer gemacht. Das hättest du wahrscheinlich gleich gewusst. Oder? Mama hat eben gewusst, wie man Papa und Kim mit ihren Dickköpfen nehmen muss. Danke. Gerne. So ist es, glaube ich, gar nicht. Das hat immer nur so gewirkt. Aber ganz oft hat sie auch einfach nur improvisiert. Und du meinst, wir schaffen das auch? Wir müssen einfach. Andi! Du kannst hier nicht einfach rein und raus marschieren, wie es hier passt. Ich hatte was Wichtiges zu tun. Das bleibt aber eine Ausnahme, klar? Wenn wir jetzt richtig ranklotzen, kriegen wir die Verschallung nur vor Feierabend fertig. Wir ist gut. Du bist doch nur am Quatschen. Pause! Was ist denn los? Der Idiot macht nur wieder einen auf wichtig. Andi, du warst wirklich ziemlich lange weg. Ja, weil sie mir auch die ganze Bude unterm Arsch wegfänden. Sag jetzt nicht Tristan. Doch. Er wollte auf den Rest der Rückzahlung verzichten. Das hast du mir noch von ihm ausgerichtet. Ja, aber da wir nicht mehr zusammen sind. Ist er jetzt wieder der Alte, genau. Mabella, kommst du? Ja, gleich. Ralf ist wirklich komplett in Ordnung. Du solltest einfach versuchen, mit ihm klarzukommen. Ja, ich mache mich ja auch gleich wieder an die Verschalung, damit King Louis nichts mehr zu meckern hat. Wenn du willst, kann ich auch bleiben und dir helfen. Nein, nein, ich komm schon klar. Okay. Entschuldigung, haben Sie meine für mich? Ja,
Klar. Danke. Gern. Was ist das denn? Rauchen schadet der Gesundheit. Eva. Du bist doch nicht zurückgekommen, um mich über die Gefahren des Rauchens aufzuklären, oder? Ich habe nicht abgesagt, falls du das glaubst. Eva. Ich liebe dich. Bedeutet dir das gar nichts? Doch. Aber in meiner Welt ist Liebe nichts, worauf man sich verlassen kann. Kennst du eigentlich die Geschichte von den zwei Jungs, die man in der Hölle eingesperrt hat? Das ist natürlich grauenhaft, aber die einzige Chance für die beiden zu überleben, ist, sich zu arrangieren. Aber es gelingt ihnen auch. Ein paar Jahre vergehen. Der Teufel kommt wahrscheinlich auf eine Partie Poker vorbei. Und naja, irgendwie kommen die beiden klar. Ja, ich kenne die Geschichte. Irgendwann kommt ein Engel und macht die Tür auf und sagt, ihr könnt wieder raus. Aber die beiden wollen gar nicht mehr. Ja, weil sie Angst haben, dass das, was draußen ist, noch viel schlimmer ist als das, was sie drinnen erleben. Eva, Angst ist immer irrational. Ich muss. Der zweite Teil meiner Schicht. Warte. Leni, dann mach mir bitte ein Baguette mit doppelt Salami und doppelt Käse zum Mitnehmen. Muss aber schnell gehen, ja? Wird gemacht. Guck mal, wenn du das Kühe ein bisschen weiter unten anfasst, ja, dann geht das leichter. Ja, danke. Ich bin bisher mit meiner Technik wirklich gut gefahren. Ja, das haben wir ja gesehen. Letztes Spiel habe ich gewonnen. Ja, das war dann wohl der Vorführeffekt. Und mache ich dich nervös? Ja, klar. Weißt du was, komm, ich zeig dir mal eben, was ich meine. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Schön weit unten. Doch, Hand dran. Ja, genau. So. Leg deine Finger weg, du. Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Ich habe mir gerade mal versucht vorzustellen, wie sich dein Vater fühlen muss. Hölle. Uns geht es aber auch nicht besser oder schlechter als ihm. Naja. Klar, ihr habt eure Mutter verloren. Das ist schrecklich. Das kann sich niemand vorstellen. Aber er hat seine Frau verloren. Kinder trennen sich irgendwann von ihren Eltern und fliegen aus in die große, weite Welt. Und so brutal das klingt, es ist vollkommen normal, dass Eltern vor ihren Kindern sterben. Normal. Das findest du normal? Nein, das finde ich jetzt nicht normal. Das ist, also nicht jetzt schon, das... Pass mal auf, jetzt lass mich mal ausreden. Dein Vater hat sich einfach darauf eingestellt, den Rest seines Lebens mit Victoria zu verbringen. Gemeinsam mit ihr alt zu werden. Du planst dein Leben wieder mit mir. Und was mit deinem Vater? Der hat keinen Schimmer, wo die Reise hingeht, wie seine Zukunft aussehen soll. Und dann ist da noch Tommy, ein Baby, was seine 100%ige Aufmerksamkeit und Fürsorge braucht. Und es ist vollkommen normal, dass er keine klaren Bilder sieht und austickt. Das würde mir genauso gehen. Seit Mama... Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie er reagiert. Aber er ist immer noch dein Vater und er liebt dich. Und an deiner Stelle würde ich einfach zu ihm gehen und mit ihm reden. Hm? Es tut mir leid, dass Ihre Frau gestorben ist. Wirklich. Aber mein Mann war der großherzigste, freundlichste, verantwortungsvollste Mensch, den man sich vorstellen kann.
Und Sie kommen daher und machen ihn schlecht. Das habe ich nicht beabsichtigt. Das müssen Sie mir glauben. Sie haben gesagt, er ist selbst schuld, dass er tot ist. Aber das ist nicht wahr. Was sind Sie doch für ein Mensch? Klaus ist tot. Er kann sich nicht mehr gegen Ihre unverschämte Behauptung wehren. So, ich kümmere mich gleich mal um den kleinen Stinker, ja? Ja. Kim? Papa? Wo sind die denn? Ich schätze mal, Kim ist bei Emilio. Also, ich würde es hoffen. Und Papa? Tut mir leid. Nein, mir tut's leid. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Das stimmt. Aber irgendwie kann ich Sie auch verstehen. Danke. Wenn Klaus und ich Kinder gehabt hätten, dann wäre das alles etwas leichter. Ich hoffe, Sie wissen, was für ein Glück Sie haben. Ja. Er ist gleich wieder eingeschlafen. Vielleicht sitzen die beiden noch irgendwo zusammen und sprechen sich aus. Hoffentlich. Was von Papa? Ich habe auch eine. Bitte komm so schnell du kannst. Ich warte am Grab auf dich. Bis gleich. Papa. Von Papa. Er will sich mit mir treffen. Das ist gut. I'm losing my head. Are you losing yours? Ja, du haust besser ab hier, sonst wird's bös enden. Hey, komm, bitte hör ihn wenigstens an. Andi hat einen echt schweren Tag. Ja, und das gibt ihm das Recht, einfach aus heiterem Himmel Leute anzufallen, oder was? Nein, natürlich nicht. Das war nicht in Ordnung. Aber heute kommen die Sätze aber auch wirklich vom Herzen, oder? Ja, mir ist egal, was da gerade bei dir privat los ist. Weil wenn ich eins auf dem Bau nicht gebrauchen kann, sind das Leute, die sich nicht mehr Kontrolle haben. Sag mal, das nennst du jetzt wirklich mit ihm klarkommen? Der Typ hat dich doch voll angemacht. Und dann auch noch mit dieser schmierigen Köln-Nummer. Da konnte ich doch nicht einfach zugucken. Sag mal, Andi, reiß dich zusammen. Es geht hier schließlich um deinen Job, okay? Und außerdem, was zwischen Thiele und mir ist, das kann dir vollkommen egal sein. Ich meine, wir waren uns doch einig. Solange die Dinge zwischen uns so schwierig sind, einfach jeder seins macht. Willst du also doch was von diesem Affenarsch? Darum geht's doch gerade gar nicht. Er ist mein Boss und ich habe keine Lust auf Stress, okay? Und ich habe noch einen Ratschlag für dich. Wenn du deinen Job behalten willst, dann ist jetzt was fällig. Also, wenn du mir damit sagen willst, dass ich mich bei dem entschuldigen soll, dann vergiss das mal. Jetzt sag nicht, du hast die ganze Zeit hier draußen gestanden und gewartet. Gut, ich sag's nicht. Es war aber wirklich interessant. Du glaubst gar nicht, wie viele Mitarbeiter hier Zigarettenpause machen oder es zumindest versuchen. Die meisten sind sofort umgekehrt, als sie mich gesehen haben. Ich glaube, ich sollte viel häufiger hier draußen stehen. Ich habe noch mal nachgedacht. Über die zwei Jungs in der Hölle. Sie tun mir leid, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen denen und mir. Ich bin nicht in der Hölle. Und deshalb brauche ich auch keinen Engel, der mich rettet. Erwartest du nicht mehr vom Leben? Ich erwarte vor allem Verlässlichkeit und Sicherheit. Und ich habe gelernt, dass ich mir das am besten selbst geben kann. Ich wünschte, ich könnte dir glauben. Dass wir zusammen glücklich werden, aber ich kann's nicht. Warum? Weil Glück ein Zustand ist, der vergeht. Wenn ich eins im Leben gelernt habe, dann das. Es tut mir leid.
Hey Ralf, hast du mal einen Augenblick? Pass auf, dass ich dir vorhin eine reingehauen habe. Das tut mir leid, wirklich. Ja, das klingt schon besser. Ich habe einfach gerade eine persönliche Pechsträhne. Der Verkauf vom Brandnerbau. Dass ich bis zum Hals in Schulden stecke, hast du bestimmt auch mitbekommen. Ja, und du stehst auf Bella. Ja, ist das so deutlich? Ja, wenn man nicht komplett blind und taub ist, ja. Na, Geschmack scheinst du ja zu haben. Trotzdem kann ich so nicht weitermachen. Also, Mann, du stehst da wie ein Würstchen im Glas. Möchtest du mir noch irgendetwas Bestimmtes sagen? Ich kündige. Es wird Zeit für was Neues. Ich dachte schon, ihr lasst mich hängen. Papa. Meine Aktion heute Morgen. Das war unmöglich. Was ich Frau Mertens und was ich dir zugemutet habe, es tut mir leid. Danke, Papa. Marlene, es tut mir leid, dass ich dich so angepumpt habe. Das ist schon in Ordnung. In den letzten Tagen, da wolltet ihr mir helfen. Ich meine, ihr habt mir geholfen. Aber eigentlich hätte es andersrum sein sollen. Papa, ist doch völlig egal, wie rum was laufen sollte. Meinen ist nicht egal. Und deshalb möchte ich euch sagen, dass ich ab jetzt für euch da sein möchte. Mama ist tot. Hat eine so große Lücke hinterlassen, die ich nicht füllen kann. Die ich gar nicht füllen möchte. Weil Mama so einzigartig war. So einzigartig. Aber ich wollte euch sagen, dass ich euch nicht verlieren möchte. Weil ich euch so schrecklich lieb habe. Bei dem Gespräch kam heraus, dass Yomi Toussaint sehr interessiert ist und seine Frau ist ein regelrechter LCL-Fan. Wir sollten ihr also schnellstens ein paar Goodies zukommen lassen. Ach, soll Rebecca irgendwas Hübsches raussuchen? Was sagst du dazu? Dass wir demnächst bei unseren Meetings Kugelfischhäppchen servieren und wer überlebt, trifft die Entscheidungen. Ja, klingt gut. Du bist dir mal so richtig durch den Wind, was? Du hast den Deal gemacht. Glückwunsch. Und weiter? Yomito plant, neben den klassischen Läden auch noch Shops aufzuziehen, die das junge Publikum ansprechen. Vielleicht wäre das was für unsere Yuri Adam-Kollektion. Jasmina, ich hoffe, ich habe Sie nicht zu lange warten lassen. Auf manche Dinge wartet man doch gerne. Sie sehen wirklich bezaubernd aus. Ich hoffe, Sie werden sich heute Abend amüsieren. Glauben Sie mir, die Soiree ist ein Fest für die Sinne. Sie werden begeistert sein. Sie auch. Das kann ich Ihnen versprechen. Nach dem Fashion Day in Riga sollten wir das Baltikum in ähnlicher Weise angehen. Edle Boutiquen akquirieren, die unsere Kollektionen ganz exklusiv vertreiben.
Hörst du mir zu? Ja, stimmt. Mein Gott, Ansgar. Wenn ich nicht wüsste, dass du das bist, der da vor mir sitzt. Es geht echt um diese Frau. Was redest du da eigentlich? Dass ich zutiefst enttäuscht bin von deiner neuen Rolle. Der Haifisch mit Herz. Pass mir auf, Ansgar. Diese Baumann, die macht noch einen richtigen Romantiker aus dir. Weißt du was, mein Lieber? Du hast verdammt recht. Das heißt? Dass ich verliebt bin in die Frau. Und im Gegensatz zu dir weiß ich, was zu tun ist. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Ah, guten Tag, Graf Landstein. Hier vorne hätte ich noch einen schönen Tisch für Sie. Eva, ich muss mit dir reden. Du siehst doch, ich bin beschäftigt. Haben Sie nicht gehört, was die Dame gesagt hat? Wollten Sie nicht gerade gehen? Erlauben Sie mal. Na schön. Ja, es sollte deutlich mehr sein, als Sie investiert haben. Jetzt lassen Sie uns allein, ja? Habe ich mich irgendwie missverständlich ausgedrückt? Du glaubst echt, du kannst mir mit Geld alles erkaufen. Aber du hast nichts verstanden. Doch, das habe ich, Eva. Du kannst mir nichts Neues sagen. Vielleicht ja doch. Ich meine es ernst, wenn ich sage, dass ich mit dir zusammen sein will. Eva, heirate